Hallo zusammen und willkommen. Heute geht's an ein Thema, das uns wirklich überall begegnet, oft ohne dass wir groß drüber nachdenken. Dezimalzahlen. Aber keine Sorge, das ist gar nicht so kompliziert. Am Ende von diesem kurzen Überblick hier habt ihr die Basics drauf und könnt sie sicher anwenden. Also legen wir los. Also, warum das Ganze mit dem Komma? Tja, stellt euch mal vor, ihr geht einkaufen, holt eine 1,5 Liter Flasche, bezahlt was für 19,99 € oder ihr seht einen neuen Weltrekord, 9,58 Sekunden. Ihr merkt schon, die Welt besteht eben nicht nur aus ganzen Zahlen. Diese Kommazahlen, die sind quasi die Brücke zu all den wichtigen Details dazwischen. Die machen alles erst so richtig genau. Okay, dann gucken wir uns mal an, wie so eine Kommazahl überhaupt aufgebaut ist. Was bedeuten diese ganzen Stellen nach dem Komma eigentlich? Denn, und das ist das Coole, sobald man dieses Prinzip einmal verstanden hat, ist der Rest wirklich, wirklich einfach. Also, die Definition ist super simpel. So eine Dezimal- oder Kommazahl, die trennt einfach den ganzen Teil vom gebrochenen Teil. Alles, was vor dem Komma steht, das sind die ganzen Zahlen, die wir kennen und lieben. Einer, Zehner, Hunderter und so weiter. Und alles, was danach kommt, das ist immer kleiner als 1. Hier in dieser Tabelle sehen wir das perfekt am Beispiel 24,53. Schaut mal, die 2, das sind die Zehner. Die 4, das sind die Einer. Das ist der ganze Teil, klar. Und jetzt kommt's. Nach dem Komma steht die 5 für 5 mal Zehntel und die 3 für 3 Hundertstel. Das heißt, jede Stelle, die wir nach rechts gehen, ist 10 mal weniger wert als die davor. Ganz logisch, oder? Okay, super. Die Grundlagen haben wir. Dann lasst uns doch mal was Praktisches damit machen. Also, wie finden wir eigentlich raus, welche von 2 Kommazahlen die größere ist? Und wie runden wir die Dinger richtig? Klassische Frage. Was ist größer? 3,45 oder 3,5? Das kann einen echt kurz ins Grübeln bringen. Aber es gibt einen super einfachen Trick. Füllt die kürzere Zahl einfach mit Nullen auf, bis beide gleich viele Stellen nach dem Komma haben. Aus der 3,5 machen wir also eine 3,50. Und jetzt? Jetzt ist es total offensichtlich. 50 ist natürlich größer als 45, also ist 3,5 auch größer als 3,45. Easy. Und beim Runden, da gibt's eine ganz simple Regel, die wirklich immer funktioniert. Ihr schaut euch einfach die Ziffer rechts von der Stelle an, auf die ihr runden wollt, und dann ist diese Ziffer eine 5, 6, 7, 8 oder 9, zack, aufrunden. Alles darunter, also 4, 3, 2, 1, abrunden. Mehr ist es nicht, wirklich. Alright, vergleichen und runden, check. Dann wird's Zeit, mal richtig zu rechnen. Und ich sag's euch, beim Plus- und Minusrechnen gibt es wirklich nur eine einzige Regel, die ihr euch merken müsst. Wenn ihr die drauf habt, kann gar nichts mehr schiefgehen. Und diese Regel ist denkbar einfach. Schreibt die Zahlen untereinander, und zwar so, dass die Kommas exakt, wirklich exakt, untereinander stehen. Wie Perlen auf einer Schnur. Das ist echt der wichtigste Schritt. Wenn das stimmt, könnt ihr so tun, als wären die Kommas gar nicht da. Und rechnet ganz normal. Und am Ende, da setzt ihr das Komma im Ergebnis genau wieder in diese Linie. Fertig. Mehr Zauber ist da nicht dabei. So, und jetzt wird's spannend. Wir kommen zum Mal nehmen und teilen. Und Achtung, vergesst jetzt sofort die Komma unter Komma-Regel. Die gilt hier nicht. Stattdessen haben wir eine andere, aber genauso logische Taktik. Und die hat was mit Zählen zu tun. Beim Multiplizieren, also Malrechnen, ist der Trick, ihr ignoriert die Kommas am Anfang komplett. Tut einfach so, als wären sie nicht da und rechnet los, als wären es ganz normale Zahlen. So. Und danach, wenn ihr das Ergebnis habt, zählt ihr, wie viele Stellen eure beiden Ausgangszahlen zusammen nach dem Komma hatten. Sagen wir mal, die eine hatte eine Stelle und die andere 2, macht zusammen 3. Genau diese 3 Stellen braucht euer Ergebnis dann auch. Einfach von hinten abzählen, Komma setzen. Fertig. Durch eine Kommazahl teilen. Das klingt erstmal fies. Aber auch hier gibt's einen genialen Kniff. Das Ziel ist, macht die zweite Zahl, also die, durch die ihr teilt, zu einer ganzen Zahl. Wie? Indem ihr das Komma einfach so weit nach rechts schiebt, wie ihr müsst. Aber, und das ist super wichtig, genau um die gleiche Anzahl von Stellen müsst ihr das Komma bei der ersten Zahl auch verschieben. Wenn ihr das gemacht habt, ist es wieder eine ganz normale Geteiltaufgabe. So, und jetzt habe ich noch einen echten Gamechanger für euch. Einen Trick, der euch super schnell macht. Wenn ihr mit 10, 100 oder 1000 rechnet, wird's ab jetzt zum Kinderspiel. Versprochen.
Passt auf, die Regel ist total einfach zu merken. Wenn ihr mal nehmt, also multipliziert mit 10, 100 oder 1000, dann schiebt ihr das Komma nach rechts, macht die Zahl also größer. Wenn ihr teilt, also dividiert, schiebt ihr das Komma nach links, macht die Zahl kleiner. Macht ja auch Sinn. Und wie weit schieben? Na, genauso viele Stellen, wie die Zahl Nullen hat. Eine 10 hat eine 0, also eine Stelle schieben. Eine 100 hat 2 Nullen, also 2 Stellen. Kommt, wir machen mal ein Beispiel. Also hier ist unsere Ausgangszahl 5,432. Und die Aufgabe lautet mal 100. Okay, was heißt das? Mal nehmen heißt Komma nach rechts. Und die 100 hat 2 Nullen, also 2 Stellen nach rechts. Also wir schieben es eine Stelle, 2 Stellen und bam, da haben wir es. 543,2. Seht ihr? Wir mussten 0 rechnen, nur das Komma verschieben. Okay, nächstes Beispiel, diesmal andersrum. Wir starten mit 678,9. Und diesmal teilen wir durch 10. So, Regel checken. Teilen heißt, das Komma geht nach links und die 10 hat eine 0, also eine Stelle nach links. Also, wir nehmen das Komma und schieben es eine Stelle nach links. Und schon steht da 76,89. Ist das nicht genial? Das ist einfach nur effizient. Und genau das ist doch die Erkenntnis, oder? Das Komma ist kein Stolperstein. Es ist vielmehr eine Art Brücke, die uns in die Welt der ganz genauen Zahlen führt. Ein super nützliches Werkzeug, um die Welt einfach ein bisschen präziser zu beschreiben. Und damit sind wir auch schon durch für heute. Ich hoffe, die Welt der Kommazahlen ist jetzt ein bisschen weniger mysteriös für euch. Aber jetzt seid ihr dran. Gibt es irgendein anderes Mathe-Thema, das euch schon immer mal interessiert hat? Schreibt's uns, wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal.